Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich habe eine Idee gehabt und die möchte ich heute mal umsetzen. Und zwar sprechen wir ja alle oft vom Schicksal und ich möchte heute mal fragen, was das Schicksal uns für genau jetzt mitteilen möchte. So, wir schauen. Also, das Schicksal sagt, hier ist Umbruchsstimmung. Ich glaube, ganz viele von uns spüren das auch schon. Jeder in seinem Leben auf seine ureigene Art. Diese Zeit des Umbruchs ist vielleicht für viele auch manchmal schwer zu ertragen oder so mit ungewissem Ausgang. Ja. Das Schicksal sagt im Prinzip, während dieser Umbruchszeit oder den Dingen, die sich so ergeben, entwickeln wir eine Resilienz, eine Kraft, eine Situation, wo man sagt, so, mich haut dann das nicht mehr so schnell um, ich bin stärker geworden. Wir haben mit dabei das zweite Haus. Da geht es um unsere Talente, um unseren Besitz, um unsere Werte. Sehr passend, ne? Auch im Außen. Und es ist ein Haus des Elementes Erde, also auch verbunden mit den Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau, aber auch mit der Erde an sich. Wir kriegen die Aufforderung, dass wir Schritt für Schritt gehen müssen oder dass die Umbrüche, die da sind, auch Schritt für Schritt kommen oder passieren. Vielleicht sind auch Schritte in eine andere Richtung möglich. Wir lassen das jetzt mal so stehen. So, dann schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Guckt, hier ist die Transformation, der Umbruch an sich, Neubeginne, Anfang und Ende. Das ist einsteils eine Situation, die betrifft die Seele, andererseits betrifft es die Finanzen. Es betrifft Familiensysteme, familiäre Themen, Strukturen innerhalb von Familien. Es gibt Sachen, mit denen haben wir keinen Frieden geschlossen. Das werden wir hier im Kopf sehr bewerkstelligen. Also man kommt irgendwie vielleicht aus einer schwierigen Situation, die kann innerfamiliär sein oder etwas, wo man selbst mit sich nicht im Reinen ist. Kann natürlich auch die Gelder der Familien betreffen. Aber hier ist ein unnötiger Kampf, den man mit irgendetwas führt. Und das macht man mit den Gedanken. Jo.
das Schicksal spricht und hier kommt das Schicksalskreuz. Natürlich liegt es auf der unterbewussten Ebene. Wir alle wissen, dass wir irgendwo dem Schicksal nicht aus dem Weg gehen können. Andererseits ist es hier tatsächlich ein Umbruch, der auch ein schweres Kreuz wegnimmt oder aber auch ein Familienkarma. Das ist echt spannend. Eine schwerere Last, die man auch im Unterbewusstsein immer wieder so spürt, ist in Umbruchszeiten ja auch nichts Seltenes. Ja, wir haben die Sense. Das sind Verluste, die wir gemacht haben, Verletzungen, die wir erlitten haben, Wunden aus der kürzeren Vergangenheit. Es kann jetzt hier tatsächlich im Familiensystem sein oder dass uns irgendetwas getroffen oder betroffen gemacht hat. Möglicherweise auch an den Finanzen. Was ich auch sehen kann, das ist ein innerlicher Umbruch. Das ist was mit uns selbst. Ein Konflikt, den wir haben. Ein Konflikt, der vielleicht auch nicht verarbeitet ist. Das können auch so Sachen sein. Da ist man aus dem Familiensystem raus oder es sind Sachen passiert, von denen man sich dann distanziert hat und trotzdem gibt es einen Konflikt. Die Karten sagen aber hier auch, es kommen wichtige Nachrichten, es stehen Gespräche an, lass dir hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Kommunikation ist wichtig, steh für dich selber ein, mach dich streitbar. Bei einem oder anderen ist es vielleicht so, dass sie das Gefühl haben, dass das Umfeld sie nicht trägt. Oder aber, dass man sich gern mal zurückziehen will, das Außen außen sein lassen. An sich ist es hier so, man sieht natürlich, wir haben das zweite Haus, Talente, Besitz, Werte, auch die Selbstständigen, die Arbeit die selbstständige Arbeit, Mensch. Und vielleicht auch die Ämter und Behörden, die natürlich das von außen mitbringen, was sie mitbringen und da auch Konflikte sind. Ich sehe nichtsdestotrotz, dass man, hier kommen Nachrichten, die öffnen neue Türen, die bringen Erfolge mit. Aber gleichzeitig hat man hier auch so die Befürchtung, es könnte vielleicht unsicher sein oder sich nicht sicher anfühlen. Oder auch das Gefühl, man müsste alles alleine bewerkstelligen. Das Außen spielt eine große Rolle. Es sind hier auch so Sachen wie Nähe- und Distanzthemen irgendwo. Ne? Was möchte ich von mir zeigen? Was gebe ich nach außen? Was behalte ich für mich? Und unterm Deck haben wir sehr schön, dass wir Mangel hinter uns lassen, dass wir in Neubeginne gucken, die Blumen mitbringen, Geschenke. Möglicherweise sind auch hier Aussöhnungsthemen, die man mit Kindern hat. Die Karten oder das Schicksal sagt natürlich auch, manchmal muss man Situationen überstehen, die Mangel mitbringen.
Ich habe das Aufarbeiten oder Verarbeiten auch mit dabei, das Verdauen von Dingen. Dann ist das spannend. Wenn ich das öfters mal machen soll, schreibt es in die Kommentare. Ist ja nun eine ganz andere Fragestellung, wenn man das Schicksal selbst befragt. Es geht um das, was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen vom Leben. Wir haben Erde, Energie der Erde auch wieder dabei. Das ist das zweimal. Wir haben die Zahl 3. Ne? Die Zahl 3 ist für mich die Transformation in eine Phase, wo man Neues gedeiht, wo andere Fülle entsteht. Das ist göttlich, da ist es ein Jahr. Und unterm Deck haben wir noch die Regeneration, die Genesung der Geranie. Da haben wir das Element Luft dabei. Zwillinge, Waage, Wassermann, Gedanken, Intellekt. Vielleicht auch, wir haben ja hier so einen Kampf in uns, der Unfrieden mitbringt. Und es ist so eine Regenerierung bei dem Konzept, was man dachte, wie etwas wäre, was Unfrieden mitgebracht hat. Ja, unser aller Liebling, ne? Geduld. Das ist ja normal, ne? In einer Umbruchsphase zeigt sich etwas, was noch nicht greifbar ist, wo viele Dinge noch im Nebel stehen. Wo wir praktisch warten, bis die Sichtverhältnisse so sind, dass wir klar sehen. Wo wir auch nicht den Drang haben, dass wir schnell etwas voranbringen müssen. Sondern das kommt dann, wann die Zeit reif ist und wir können es nicht beeinflussen. Deshalb ist das Außen hier auch wichtig. Aber unterm Deck haben wir dann den Frosch mit dem Thema Erneuerung. Ne? Der Frosch ist in vielen Kulturen auch ein Glückssymbol. Und es passt ja auch ganz gut zu Step by Step, denn es gibt ja auch die verschiedenen Entwicklungsstadien des Frosches. Und im Prinzip ist es so wie Auferstehung, Transformation und Erneuerung. Irgendwas fängt vielleicht auch nochmal von vorne an oder von Neuem an. Man lässt das, was in der Vergangenheit nicht lief, einfach da liegen. Und das Schicksal, und das ist jetzt wieder so genial, möchte uns hier eigentlich auch noch sagen, lass mal alles das, was du denkst, deine Meinung, die ja hier so viel Unfrieden mitbringt, wie das Leben sein soll oder wie es sein muss, weg. Sei flexibel, öffne dich der Veränderung, dann können sich hier auch Fülle und Glück einstellen. Genial. Ich bin schon wieder ganz geflasht. Wir nehmen noch ein Krafttier mit und dann lassen wir das so stehen. Das ist der Habicht, der bringt uns neue Lebensenergie mit. Er bringt uns mit, dass wir die Dinge, die passieren, aus einem übergeordneten Blickwinkel angucken können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die sich eröffnen und wenn sie dann da sind, dürfen wir auch handeln, sie annehmen, durch die Tür gehen, die sich öffnet. Die Habichte bringen auch die Botschaft mit, dass ein neuer Zyklus beginnt, ein neuer Lebensabschnitt, der sehr viele neue Perspektiven und Möglichkeiten hat und der auch wieder lehrt, dass wir das, was wir haben, vielleicht auch an Gaben so einsetzen können, dass wir kreative Lösungen finden. Auf die Gunst der Stunde vertrauen ist hier noch wichtig und hiermit wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.